Ach, du siehst schon recht. Es ist scheiße anstrengend. Guten Morgen zu Tag 16. Morgen. Okay, wir sind jetzt einige Zeit hier wieder auf der Strecke gewesen, einige Zeit gelaufen. Jetzt stehen wir hier vor der wohl anspruchsvollsten Flussüberquerung, die wir bis jetzt hatten. Ziemlich schnell, ziemlich viel. Wir haben jetzt schon sämtliche Elektronik in den Drysack verpackt. Jetzt wollen wir mal schauen. Unser Plan ist, dass jeder mit einem Stecken jeweils durchstiefelt. Ich dachte schon, ich habe Nee, alles gut. Ist auch extrem kalt. Ich spüre jetzt schon meine Füße nicht mehr. Oder brennen des Todes. Oh. Aber da müssen wir rüber. Das Stück hier war echt krass gerade. Ich habe ein bisschen Schiff bekommen. Okay, jetzt müssen wir die letzten Meter noch meistern. Also das war ja mal ein Fjord. Boah, das war voll. Also ich sag's dir ehrlich, wenn der 10 cm höher steht, Keine Chance. fühlst dich da weg. Da kommst du nicht durch. Ich war schon echt sehr drin gelegen. Okay, wir haben es geschafft. Das war jetzt tatsächlich der anspruchsvollste Fluss für uns. Wir mussten uns jetzt tatsächlich auch ein bisschen konzentrieren, deshalb haben wir komplett vergessen zu filmen. Aber es war wirklich eiskalt. Das Wasser war hüfthoch und die Strömung war sehr schnell. Deshalb, wenn das Wasser 10 cm höher steht, dann keine Chance, kommt man da nicht mehr durch. Ja, es ist wirklich schwierig, diese anspruchsvollen Momente auf der Kamera festzuhalten, weil unsere Prio in solchen Situationen natürlich jetzt nicht unbedingt das Filmen ist, sondern ja, dass wir heil und gesund aus diesen Situationen wieder rauskommen, auch wenn es jetzt auf Kamera vielleicht nicht so wild aussah. Das war schon ganz schön knackig dort mit der Strömung. Nach der Flussüberquerung haben wir dann nochmal Höhenmeter geschrubbt, wie immer eigentlich. Und dann gab es auch schon die wohlverdiente Mittagspause. So, Jakob läuft vor. Wir gehen jetzt weiter. Die Mittagspause ist vorbei. Wir sind am Vormittag ordentlich weit gelaufen. Ich glaube schon 19 Kilometer. Und Hast du nochmal gecheckt, ob wir das haben? ja, gecheckt haben wir auch, dass wir nichts liegen haben lassen. Wichtig nämlich. Und ja, also ordentlich viele Kilometer am Vormittag. Das ist unser Rekord, glaube ich auch. Und jetzt geht es eben weiter. Jetzt kommen nämlich die Höhenmeter und wir haben gesagt, wir wollen nochmal auf ebener Fläche möglichst viele Kilometer hinter uns bringen. Jetzt geht's bergauf. So, Jakob und ich sind jetzt gerade ungefähr einen Kilometer vor unserem abendlichen Campspot. Und dann sind wir hier vorbeigekommen an den geisteskranken Wasserfall. Alles, da ist ein umgestürzter Baum, davor sind Bären. Also tatsächlich scheint an dem Ort irgendwie alles perfekt zu sein. Der ganze Wasserfall ist moosbedeckt. Da rechts, die Bäume sind auch richtig geil. Ja, hier ist einfach ein Stamm, der dann zu zwei Bäume. Entschuldigung. Ja, es sieht mega aus. Und wie Jakob schon gesagt hat,
die Anstrengungen lohnen sich am Ende des Tages dann doch immer. Jetzt machen wir noch unsere Flaschen voll und dann bauen wir uns einen Campspot auf. Yes. Das ist scheiße. Die schmeckt gar nicht so. Schon, gell? Das Wichtigste ist ja auch immer, dass wenn man wild campt, dass man Rücksicht auf andere Leute nimmt. Genauso auch zum Beispiel, wenn da einfach ein Weg ist, dass man nicht das Zelt mitten auf den Weg stellt, weil das ist einfach doof. Vor allem hier mit den Pferden, dass die kommen dann nicht mehr durch oder so und das ist einfach doof, sowas macht man nicht. Zum Beispiel hier sieht man eben, dass Leute einfach ein Zelt aufgestellt haben. Hier ist eigentlich der Weg und da geht er hier vorbei. Es ist ultra kacke. Ultra kacke, dass es hier einfach auf dem Weg steht. Also wir wissen nicht, wer das Zelt dahingestellt hat, aber für euch macht es nicht, weil das echt doof ist. Der Besitzer des Zeltes beschwert sich schon. Guten Morgen zu Tag 17. Wir haben gerade schon die erste Gewässer-, Bach-, Flussüberquerung, wie auch immer, hinter uns gebracht. Da wir eigentlich auf der anderen Seite vom Bach weiterlaufen wollten oder sollten. Zumindest führt unser Track da lang, laut GPS. Da ist aber alles komplett zugewachsen. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir wechseln jetzt mal die Seite und laufen hier weiter, weil hier ist es nicht so stark bewachsen. Und hier geht es jetzt auch wieder. Genau, heute stehen wieder viele Kilometer und viele Höhenmeter an. Aber wir sind guter Dinge, dass es dann jetzt von Höhenmeter zu Höhenmeter immer schöner wird. Deshalb freuen wir uns auf diese Etappe. So, die Lage ist gerade etwas verzwickt. Ziemlich beschissen, weil wir kommen gar nicht voran. Wir haben jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde verloren, weil wir jetzt gerade nochmal Schuhe ausziehen mussten, weil wir es einfach nicht geschafft haben, ohne Badelatschen durchs Wasser zu kommen. Jetzt hoffen wir, dass wir jetzt mal ein paar Meter machen können, ohne direkt wieder in den Fluss zu queren zu müssen. Das wäre natürlich jetzt dumm, wenn das die ganze Zeit so weitergeht. Die Flüsse sind noch nicht eingezeichnet oder diese Bachläufe im GPS. Deshalb wahrscheinlich führt der Fluss einfach mehr Wasser, hat deshalb ein paar mehr Seitenarme und das kostet Zeit. Naja, wir machen das Beste draus. Und es kommt, wie es kommen musste, Nummer 3. Und wir sehen nichts, wo wir einfach drüber springen könnten, ohne unsere Schuhe nass zu machen. Deshalb wahrscheinlich Schlapper an. Nope. Wir haben es gepackt, so wie es ausschaut, keine Flussüberquerung mehr. Hat uns jetzt Zeit gekostet, aber das gehört auf diesem Trail nun mal dazu. Und jetzt haben wir es geschafft, jetzt machen wir dann gleich Höhenmeter. Hier vorne geht's hoch. Yes! Ultra stark. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben uns das erste Steilstück hochgeackert und sind jetzt endlich oben angekommen mit einem mordsmäßigen Ausblick und die andere Seite, wo wir hergekommen sind. Wirklich genial. Und das Beste ist einfach dann, dass wir schon einen von wahrscheinlich so 2, 3 steilen Anstieg schon hinter uns haben.
Ja, wir haben dann erstmal das Panorama genossen, aber nach einer kurzen Pause ging es dann auch schon weiter für uns. Denn bis zum Mittag mussten wir wirklich nochmal sehr, sehr steil aufsteigen. Jetzt die letzten Höhenmeter hochgekämpft und uns tatsächlich hinter der Düne dann Platz gesucht und eigentlich richtig Glück gehabt. Wir haben einen echt schönen grünen Strich und da hinten läuft aber, also 2 Meter weiter läuft einfach ein Fluss. Mega cool. Also wir sind sehr zufrieden mit unserem Mittagsspot. So, Mittagspause ist vorbei. Da unten haben wir Mittagspause gemacht. Und jetzt kämpfen Jakob und ich uns weiter hoch. Ganz da hoch müssen wir. Richtig angenehm, direkt nach der Mittagspause solche Höhenmeter zu machen. Ja? Oh mein Gott. Jakob und ich sind gelaufen an diesem wunderschönen Ort. In der Mitte grün, außen alles von steinernen Hängen abgesetzt. Und jetzt einfach sind wir in diesen wunderschönen Spot gekommen. Also wie in einer Therme, künstlich angelegt, aber halt alles Natur. Und das Beste ist, es ist einfach eine heiße Quelle. Oder ja, also es ist voll warmes Wasser. Mega. So, ich muss das aber nochmal festhalten. Ich komme da mit einfach. Ja. Im Hintergrund sieht man einfach Schnee. Wir sind hier mitten auf so einer großen Fläche mit Kühen und wir haben hier einfach heiße Quellen. Das ist mega cool. Auf der Wanderung habe ich echt ein paar Sachen gesehen, die ich noch nie davor in meinem Leben so gesehen habe. Und ich bin echt richtig dankbar für die ganzen Momente und bin echt froh, dass wir diese Wanderung gemacht haben, dass Jakob die Idee hatte. Also El Jaco. Wenn du dieses Video siehst, vielen lieben Dank, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Sie ist echt unglaublich. Wie du sagst, ein Once in a Lifetime, dass man sowas erlebt. Und während du da hinten gerade filmst, sage ich danke, Jakob. Ja, mal wieder uncooles Gefühl. Links, vorne, hinten. Hast schon noch ein bisschen Zeit. Der geht tatsächlich auch. Schon schön warm, gell? Jetzt endlich mal kurz mit Jungbunde. Also ich muss sagen, das war schon ein bisschen uncool gerade. Wenn die dann immer näher kommen. Hier stehen wir unten in der Nahrungskette. Jakob, weiterhin schön am Shots machen. Also ihr seht, was wir hier für Gefahren auf uns nehmen, damit ihr schöne Aufnahmen habt. Ne? Also bitte ein Like da lassen. Let's go. Wie cool war das gerade? Die ganzen Kühe und ein paar Bullen direkt an den heißen Quellen. Man sieht richtig, wie warm das Wasser ist, das dampft richtig. Und die waren mega entspannt. Das war ein cooles Erlebnis. Cooles Panorama mit den Bergen, teilweise noch Schnee oben drauf. Geil.
Also Tag 17 fertig. Das ist Chaco, ein echt schöner Tag. Also heute ordentlich viele Höhenmeter gemacht, 1200 am Ende des Tages. War ein Brett, ja, und der Untergrund war auch echt einfach nur Vulkanasche oder Sand. Trotzdem dann noch 14 Kilometer. Also wir können voll zufrieden sein. Und am Ende haben wir dann hier in dem Tal haben wir uns noch ausgiebig die Zeit genommen, um einfach alles zu genießen. Und wir haben auch jetzt am Abend drüber geredet. Wir haben echt gesagt, heute, das war ein schöner Tag, weil wir einfach auch wieder die Zeit gefunden haben, alles so zu genießen, wie wir das wollen und möchten und weswegen wir auch eigentlich nach Chile gekommen sind. Also wir sind echt super zufrieden mit dem Tag, war ein richtig schöner Tag. Wie brutal sieht das bitte aus? Wie kann es eigentlich sein, dass jedes Tal immer schöner wird? Vor allem erst war nur in Anführungszeichen, die Bergkette hinten. Dann kam dann noch dieser Zipfel hervor. Jetzt immer noch der Bach. Es ist mega! Es sieht richtig stark aus. Ja, und mit diesem geilen Bergpanorama ging es dann wieder bergabwärts für uns. Auf der einen Seite ist es immer ganz cool, mal wieder bergab zu laufen. Auf der anderen Seite hat man natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, dass man alles, was man jetzt absteigt, nachher auch wieder aufsteigen muss. Von daher ist es immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Boah, ich stehe mit Beinen richtig dumm. War schon heavy, ja? Kurz Gleichgewicht verloren, mal kurz. Geil. Let's fucking go. Wir sind jetzt gerade beim Mittagsspot angekommen. Echt schöner Spot, Wasser und jetzt echt gut, dass Pause ist. Jetzt machen wir uns Leckeres zu essen und dann haben wir zum Glück hier direkt Wasser, um zu refillen. Und ja, wir sehen uns danach. Chaco und ich sind wieder auf dem Weg. Mittagspause war erfolgreich. Was machen wir in der Mittagspause? Meistens 12:30 bis ungefähr 3 haben, sagen wir, ruhen wir am Schatten, wenn wir einen schönen Schattenspot finden. Und dann ist es eben so, dass wir erstmal eigentlich schauen, dass wir anfangen zu kochen. Dann, heute gab es wieder Nudeln mit Suppe. Hat richtig gut geschmeckt. Packung Oreo im Anschluss. Und dann heißt es eigentlich immer, wenn wir an der Wasserstelle sind, alle Wasservorräte wieder auffüllen. Sprich, die ganzen Wasserfilter auspacken, in die Trinkblasen filtern und dann, je nachdem wie viel Wasser wir mitnehmen, eben noch die Filter einzeln auch auffüllen. Und dann heißt eigentlich nur entspannen, kleines Nickerchen. Meist bleibt dann noch so eine Stunde übrig, vielleicht 1,5. Dann Wunden haben wir noch geleckt, ist ein bisschen getaped und dann ist ruckzuck so eine Mittagspause auch schon wieder vorbei und man macht sich weiter auf dem Acker. So, wir sind jetzt angekommen. Hier ist unser Zeltplatz. Ja, fix und fertig sind wir jetzt. Naja,
Wir haben trotzdem die Kilometer abgerissen, die Höhenmeter, und bleibt weniger für die nächsten Tage. Das ist auf jeden Fall mal was uns beruhigt. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wäre cooler gewesen. Es war wirklich tough heute. Ja. Also ich merke einfach Kaloriendefizit. So krass. Also jetzt am Ende, zwischendrin ging es dann, aber am Ende, boah. Mein Knöchel hat auch Probleme gemacht, aber heute war ja gesundheitlich nicht unser Top-Tag. So, wir melden uns jetzt nochmal aus dem Zelt bereits. Es ist jetzt kurz vor 9, also noch gar nicht spät, aber wir sind extrem froh, dass wir jetzt im Bett liegen können. Ja, man merkt einfach, dass wir nicht genug essen. Es ist extrem anstrengend, man merkt, dass der Körper keine Power mehr hat. Ja. Schwere Gepäck auf dem Rücken, sandiger Untergrund, steile Anstiege, ja. All das macht es auf jeden Fall nicht leicht und ziemlich anstrengend. Aber wir wollen nicht rumwindeln. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen müssen wir nicht mehr ganz so viele Höhenmeter machen. Ja. Und weniger Kilometer auch. Ja, genau. Und dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr filmen. Es zwickt am ganzen Körper, meine Schulter tut weh. Eriks Knöchel ist tut auch ein bisschen weh. Angeschlagen. Genau. Aber wir kriegen das schon alles hin. Laufen die 4 Tage noch zu Ende und dann freuen wir uns aufs Ende. Ne? Am letzten Tag soll es ein Restaurant geben. Am Ende vom Trail. Da fachsimpeln wir schon den ganzen Tag, was wir da geiles essen werden. Ja. Es ist wirklich krass, wie man jetzt auch wieder lernt, die kleinen Dinge zu schätzen. Also in Deutschland ist ja Essen, sage ich jetzt mal, was auch ein Privileg ist in gewisser Weise, aber Essen ist das Normalste der Welt. Also wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Wenn ich Bock auf Oreo-Kekse habe, dann kaufe ich mir eine Schachtel und hau alle zusammen auf einmal. Und jetzt ist es halt so, wir haben 2 Oreo-Kekse pro Nase, pro Essen. Ja. Also jetzt für 3 Tage gehabt, jetzt sind die dann auch alle. Ja. Jetzt haben wir uns noch 4 aufgespart für morgen Mittag. Ja, und man freut sich den ganzen Tag drauf, ne? Man isst die ganz genüsslich. Ja. Das ist brutal. Boah, Nudeln mit Suppe, richtig cool, lecker. Und dann auch noch Oreo-Kekse. Brutal. Ja. Das sind unsere Themen am Tag. Ja, also es dreht sich echt alles ums Essen. Wir geben uns unserem Körper jetzt auch Erholung. Wir legen uns jetzt ins Bettchen, machen die Augen zu und werden morgen wieder fit in den neuen Tag starten. Ja, bevor das Unwetter startet,